Es gibt ja nicht nur Gefechte im Gazastreifen, auch Nordisrael wird beschossen von der libanesischen Hisbollah-Miliz. Und am vergangenen Mittwoch trafen mehr als 50 Raketen dort im Norden Israels dann sogar ein. Die Geschosse, die beschädigten eine Reihe von Häusern dort auf den Golanhöhen. Und genau dorthin ist unsere Reporterin Tatjana Ohm gereist, nach Kazrin. Und dort traf sie auf Einwohner, die angesichts dieser immer stärker werdenden Angriffe nun auch überlegen, ihre Häuser zu verlassen. Nicht viel ist übrig von diesem Einfamilienhaus in der Ortschaft Kazrin auf den Golanhöhen. Der 33-jährige Hausbesitzer liegt noch im Krankenhaus, verletzt am Bein und Fuß. Das Haus hinter mir ist getroffen worden durch eine der Katjuscha-Raketen, die von der Hezbollah von libanesischer Seite aus abgefeuert worden sind. Hier in den Golanhöhen erleben die Menschen im Moment eigentlich fast täglich massiven Beschuss durch die Hezbollah. Auch wenn die Angriffe der Hezbollah hier im Norden des Landes schon seit dem 7. Oktober intensiv sind, die Soldaten der israelischen Streitkräfte merken aber auch, wie die Terrororganisation sich verändert, anpasst, erklärt mir die Sprecherin der Armee im Gespräch. Die Hezbollah ist eine extrem raffinierte Organisation. Sie sind kriegsgestählt und wie jede Organisation, die in solch intensive Kämpfe engagiert ist seit Monaten, sieht man, so wie wir die Effektivität unserer Strategie weiterentwickeln, macht das auch der Feind. Sie lernen und versuchen noch bessere Wege zu finden, um unsere Zivilisten zu verletzen. Massiver Beschuss anstelle von nur einer oder zwei Raketen scheint eine solche Strategie zu sein. Am Tag danach wirkt Kazrin ruhig, friedlich spielende Kinder. Kaum ein Erwachsener möchte vor die Kamera. Der 70-jährige Hirsch Stein aber erzählt uns dann, wie seine Kinder nach dem massiven Beschuss ihn drängen, den Ort doch zu verlassen. Die anderen, die leben in Beersheba, in Tel Aviv, sie haben geklunken und haben gesagt, oh, du darfst kommen, dort. Ich habe gesagt, ich lebe nur in Kazrin. Keine Angst. Und auch wenn mittlerweile über 50.000 Menschen aus dem Norden Israels evakuiert wurden, viele nicht ganz freiwillig, für diesen Teil des Golan gilt das erst einmal nicht. Die große Mehrheit der Menschen in dieser Region hat noch keine Evakuierungsorder bekommen. Die Absicht ist nicht, noch mehr Gemeinden zu evakuieren, sondern Sicherheit herzustellen, sodass die Menschen nach Hause können und sich nicht nur sicher fühlen, sondern auch sicher sind. Doch echte Sicherheit herzustellen ist im Moment kaum möglich. Zu groß ist das Waffendepot der Hezbollah. Von bis zu 100.000 Raketen unterschiedlichster Bauart, Reichweite und Durchschlagskraft gehen Experten aus. Und die Gefahr, dass die Terrororganisation diese auch einsetzen wird, ist nicht gebannt.